Moinsen, heute sind wir auf Ferntour unterwegs. Es geht Richtung Erfurt. Hier sind wir jetzt auf Die A4 folgen. der A4 bei Glauchau West unterwegs. Bis Erfurt sind es noch so 170, 180 Kilometer oder so. Ja, und wir sind losgefahren um 5 Uhr. Jetzt habe ich hier gerade auf dem Rasthof Pause gemacht. Eine kurze Pause. Und wettertechnisch sieht es schön aus. Die Wolken haben sich verzogen. Hier ist eine Lücke. Ja, da hinten sieht man noch Wolken. Draußen sind 9 Grad. Und verkehrsmäßig ist es auch gut gelaufen bisher. Weil bei Dresden sind wir ja noch zu einer Zeit vorbeigekommen, wo wenig Verkehr war. Dann die Baustelle da, das ging auch. Da konnten wir auch zügig durchfahren. Und jetzt vorhin waren wir bei der Stadt mit 3 O, Korgelmorgstadt. Ich meine, das ist nicht mein Dialekt, aber wer es kennt, diesen Spruch, ne? Die Stadt mit 3 O. Ich bin ja kein Sachse, ich bin ja Schlesier. Ja, Schlesien, auch wenn Niederschlesien heute zu Sachsen dazugehört, aber früher war das ein eigenes Bundesland. Früher, wenn jetzt ganz früher vor dem Krieg, war Schlesien ein eigenes Land. Und wer es genau wissen will, meine Familie kommt aus Neiße. Das war sogar Oberschlesien damals. Heute gehören wir zu Polen. Es gab mal eine Zeit, da hat Schlesien sogar zu Österreich gehört. Und da gab es dann einen Krieg zwischen Preußen und Österreich, den dann Preußen gewonnen hat, und da kam dann Schlesien zu Preußen dazu. Und dann später bei der deutschen Reichsgründung ist es dann zu Deutschland gekommen. Wenn das anders gegangen wäre, dann wäre ja Schlesien zu Österreich gekommen. Ja, gut. Die Autobahnen, die sind noch ziemlich dichte Wolken, sehe ich gerade. Jetzt schauen wir mal, Erfurt sind es nur 112 Kilometer. Da habe ich mich tatsächlich vorhin ein bisschen verschätzt mit der Entfernung. Und das letzte Mal, wo ich hier auf dieser Strecke unterwegs war, das war, ja, das war nicht die Marokko-Tour, die Spanien-Tour, wo ich dann nach Marokko weiter bin, sondern das war die Tour, wo ich irgendwo bei Düsseldorf war, oder Dortmund war ich sogar, Dortmund, Düsseldorf, so die Ecke. Da sind wir auch hier über Erfurt gefahren. Wie ging es dann weiter, da Erfurt, Kassel und so weiter. Das war der Tag, wo ich meinen neuen Fahrrekord aufgestellt habe mit 1470 Kilometer an einem Tag. Haben wir eben schnell darüber gefahren. Das war knapp vor der holländischen
Grenze, die Stadt, wo wir da waren, und dann hingefahren, die Ladung abgeholt und wieder zurück. Und abends war ich wieder zu Hause. Das Ganze damals allerdings ohne Anhänger. Da kann man ein bisschen besser durchziehen als wie mit Anhänger. Mit Anhänger schaffst du die Tour nicht an dem Tag, weil da kannst du ja bergauf und so bist du ja nicht so schnell. Ja, und was gibt es sonst noch? Ja, ich weiß, da habe ich Videos gemacht davon, von dieser Tour damals, aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, wie ich die genannt habe, die Videos. Und von der Spanien-Tour, die habe ich Anfang des Jahres gefahren. Da ist, glaube ich, der erste Video dazu, der heißt was mit Go West. Da habe ich auch verschiedene Videos gemacht, einmal Livestreams und einmal auch Videos mit der anderen Kamera. Und die findet ihr in der Playliste Road Trip Marokko für den Fall, dass sich jemand für solche Videos interessiert, solche Fahrvideos. Da könnt ihr da mal reinschauen. Und dann die Videos auch liken, wenn sie euch gefallen haben. Und da fällt mir noch was ein. Diese Woche gibt es von mir noch ein paar Videos online mit Oldtimer-Treffen, wo ich war jetzt die letzten paar Monate. Wer sich dafür interessiert, kann ja da auch mal reinschauen. Da gibt es auch eine extra Playliste, die heißt Oldtimer. Und da könnt ihr gleich mal den Kanal abonnieren, dann versäumt ihr die Videos nicht, wenn die kommen. Es gibt natürlich bei mir nicht nur Oldtimer-Videos zu sehen, also Fahrvideos, wie gesagt, wo ich jetzt hier so fahre. Da gibt es noch Sightseeing-Geschichten, wo wir irgendwo eine Stadtrunde machen oder ein Museum besuchen, ja, oder eine Burg mal hin und wieder, so, wenn man irgendwo ist. Ja. So wie vor ein paar Monaten war ich mal in Berlin oben. Ja. Da habe ich in Berlin das Technikmuseum besucht, nachdem ich meine Aufgabe erledigt hatte, ne? Weil wenn man da schon mal in der Nähe ist, ja, weil man hat mal Zeit, da mal eben von Squash nach Berlin zu fahren, privat hast du eigentlich nie Zeit für sowas. Und wenn du dann ohnehin eine Tour hast dahin und dann hast du deine Aufgabe erledigt und da kannst du, das mache ich zumindest immer so, dann suche ich mir immer irgendwas, wo ich noch ein bisschen was anschauen kann, sightseeing-mäßig. Es gibt ja Leute, die geben da viel Geld aus, um im Urlaub da irgendwo dahin zu fahren oder um so Sachen zu sehen. Und unser einer kommt da eben so hin und da nutzt man eben dann auch die Gelegenheit. Das mache ich zumindest so. Und da ganz hinten gefällt mir das Wetter ja jetzt gar nicht, da sieht es nicht so dunkel aus. Ja, und ich begrüße jetzt erstmal alle, die neu dazugekommen sind. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind jetzt hier Richtung Erfurt unterwegs auf der A4. Bis Erfurt sind es jetzt hier laut diesem Schild noch genau 100 Kilometer. Und wir müssen dann nach Erfurt aber noch ein Stück weiter. Aber so lange werde ich dann eh nicht live bleiben. Und wie gesagt, verkehrstechnisch sieht es im Moment gut aus. Die ganze Strecke hier konnte ich gut durchziehen. War kein Stau, nichts. Ja, und ich sehe gerade, es hat jemand einen Kommentar geschrieben. Ich kann es jetzt aber von hier aus nicht lesen, weil das Smartphone, das ist in der Halterung auf der Beifahrerseite, das kann jetzt von hier aus nicht so gut erkennen, was da geschrieben wurde. Ich gehe dann aber noch drauf ein. Ich halte dann noch an.
bei Gelegenheit, um das mal zu lesen. Und sollten Stammzuschauer dabei sein, die werden es ja schon bemerkt haben, wir sind halt mit dem grünen Truck unterwegs. Und wann war es? Vor ein paar Tagen hatten wir mal einen Livestream mit dem Roten. Aber heute habe ich Ladung, die nach Möglichkeit nicht nass werden soll, und da habe ich jetzt lieber den geschlossenen genommen, weil der Grüne, der hat einen geschlossenen Aufbau und der Rote hat eine offene Pritsche. Ja, da hinten sieht es tatsächlich so aus, als würde es regnen, ne? So dunkel wie das da ist. Ja, und ich weiß, es ist früh am Tag. Nach 7:50 Uhr ist es schon laut meiner Uhr. Die meisten werden ja jetzt auch irgendwie in der Arbeit sein und so. Oder sind bei den Glücklichen, die Urlaub haben. Oder müsst ihr noch, fangt ihr erst um 8 Uhr an. Das kommt immer drauf an. Oder Schichtleute gibt es ja auch, die dann erst Spätschicht machen heute ab 14 Uhr. Ja, das haben wir natürlich auch. Kennt das in der Dispo, da ist das mit mehreren Schichten. Und als Fahrer hat man die 24/7-Schicht, ne? Rund um die Uhr. Hier riecht es irgendwie so nach. Ach ja, da vorne, die haben asphaltiert, deshalb. Ach, und hier sind Bundeswehr unterwegs. Ich weiß jetzt ein Schützenpanzer oder was das war, mit einem Begleitfahrzeug dabei. Ich habe zwar einen Wehrdienst geleistet, aber ich meine, das ist schon ein paar Jahre her, und was das jetzt für ein Fahrzeug genau war. Das hintere war ein Wolf, aber der Panzer, was das genau für ein Panzer war, das kann ich jetzt nicht sagen. Es war etwas kein Kampfpanzer, das war entweder so ein Schützenpanzer oder so ein mit Flugabwehrraketen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich war ja MKF, zu meiner Bundeswehrzeit war ich MKF. Da habe ich einen Cat 1 gefahren, MAN Cat 1, wer sich, wem das was sagt, wer sowas auch schon gemacht hat. Ja, ich habe ja ursprünglich Kfz-Mechaniker gelernt, ne? Und das war damals so, wenn du Kfz-Mechaniker gelernt hast, dann bist du entweder in die Inst oder zu den MKFs gekommen. Ne? Also MKF heißt Militärkraftfahrer. Ne? Und nach meinem Wehrdienst war ich halt vor der Wahl gestanden, entweder wieder für wenig Geld die Autos fremder Leute reparieren oder den geschenkten 2er Führerschein benutzen, um in den Fernverkehr zu gehen und richtig Kohle zu verdienen und nebenbei ein paar Abenteuer zu erleben. Ich habe mich dann für das Letztere entschieden, weil damals hatte ich als angestellter Fernfahrer schon doppelt so viel Geld als Mechanikergeselle. Ne? Ja, das war damals Anfang der 90er Jahre, also Mitte der 90er Jahre schon eher. Da sind wir ja viel Osteuropa gefahren, das war eben die Zeit nach der Maueröffnung. Ne? Da musste viel Osteuropa-Verkehr gefahren werden, da haben die halt viel eingekauft. Ne? Da sind wir bis Kasachstan sind wir da gekommen. Ne? Damals sind wir noch durch die Ukraine Richtung Russland, Kasachstan gefahren. Das geht ja heute auch nicht mehr. Aus bekannten Gründen.
sie auf die mittlere Spur wechseln. Ja, und hin und wieder Balkan bin ich auch gefahren, Balkanverkehr. Und selten mal Frankreich oder so, oder ein paar Mal war ich auch in Italien, ja, aber meistens bin ich mit dem Lastwagen damals Osteuropa gefahren. Und damals war das mit dem Fernverkehr ja noch richtig, also das war damals noch Abenteuer, weil Smartphone gab es damals noch nicht und die Mobiltelefone, ja, ich hatte damals ein Nokia, ja, das habe ich heute noch. Wenn ich es einschalte, ist der Akku auch immer noch halb voll. Ne? Und damit konnte man telefonieren, ja, aber nur innerhalb von Deutschland, weil außerhalb von Deutschland, erstens mal war das Auslandsroaming damals unbezahlbar teuer mit 1,99 pro Minute. Ne? Das wollte sich keiner leisten von uns. Und das Problem war noch, wenn du vergessen hattest auszuschalten, bevor du über die Grenze gefahren bist, dann hat sich das ins ausländische Netz eingeloggt und wenn du es dann ausgeschalten hast, dann ging ein Anruf zwar auf die Mailbox, aber zuerst übers ausländische Netz. Ne? Das ist einem Kollegen mal passiert. Und als er von der Tour zurückkam, hat er 600 Mark Telefonrechnung gehabt, nur für Leute, die ihm auf die Mailbox gesprochen hatten. Somit, und das waren dann natürlich lauter so wichtige Nachrichten wie: Hey, ich bin's, ruf mich mal zurück. Ja, und dafür hat er 600 Mark bezahlt. Ne? Und da haben wir Fahrer normalerweise dann auch strikt darauf geachtet, vor dem Verlassen Deutschlands das Telefon auszuschalten. Telefone im Lastwagen hatten wir noch nicht, also Autotelefone, die waren damals auch teuer und der Chef von der Spedition damals, wo ich war, der hatte sowas in seiner S-Klasse, aber im Lastwagen gab es sowas natürlich nicht. Nicht so wie heute. Ja, und selbst wenn du ein Mobiltelefon hattest, in Osteuropa, da gab es einfach keinen Empfang, weil das war kurz 1995, kurz nach der Mauer, da war in Russland und so, solange es noch Sowjetunion war ja da kein Funknetz. Ne? Und da waren ja sogar CB-Funk verboten. Ne? Das wollten die ja nicht, dass sich das Volk so vernetzt. Ne? Und da hattest du keine Chance, irgendwo hin zu telefonieren. Und wenn du dann irgendwo zu Hause anrufen wolltest, dann musstest du dir ein Postamt suchen und dann dort eine handvermittelte Verbindung aufbauen lassen, was natürlich stundenlange Wartezeit vorausgesetzt hat. Ne? Das hat natürlich niemand gemacht von uns, da hatte niemand Zeit für sowas. Und da musste man sich um alles kümmern unterwegs. Wenn du irgendwas hattest, irgendeine Panne oder so, musstest einen Pannen war es natürlich vorausgesetzt, dass du das selbst reparieren kannst. Deshalb wurden ja auch von den Speditionen überwiegend Fahrer eingestellt, die nicht nur den 2er Führerschein hatten, sondern eine abgeschlossene Automechaniker-Ausbildung. Ne? Das war quasi Voraussetzung. Ja, da haben sie dich als erstes gefragt, was hast du gelernt? Und wenn du gesagt hast, Kfz-Mechaniker, dann hattest du den Job schon fast. Ne? Und das Fahren hat's geheißen, das lernst du dann. Da bist du dann eben ein paar Wochen mit erfahrenen Kollegen mitgefahren, hast da mal die Kollegen gewechselt, ne? Bist mal bei dem und mal bei dem auf einer Tour mitgefahren, damit da jeder mal so verschiedene Tricks beibringt. Weil das, was du bei der Bundeswehr gelernt hast mit Fahrschule, ne, das war ja militärisches Fahren, das hat mit dem, was in der Spedition dann an Anforderungen gestellt waren, ja überhaupt nichts zu tun gehabt. Ne?
das Fahren musstest du dann von den Kollegen lernen. Ja, und wenn der Kollege dann gesagt hat, ja, den können wir brauchen, den können wir entwickeln, mit dem können wir arbeiten, dann hast du den Job gekriegt. Ne? Und damals musste man sich also noch anstrengen, um Kraftfahrer zu werden. Während heute habe ich so den Eindruck, dass bei manchen Firmen jeder Depp genommen wird. Ne? Gut, das ist ein anderes Thema jetzt. Ja, jetzt hat man ein kurzes Loch hier. Wo war ich jetzt? Was wollte ich sagen? Warte mal kurz einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Ah ja, heiß ist er noch. Hab mir vorhin an dem Rastplatz, wo ich war, einen Kaffee gemacht. Ja, was ich sagen wollte, und da muss man sich also um so kleinere Reparaturen selbst kümmern. Und entsprechende Ersatzteile hat man immer dabei gehabt, also so Keilriemen und so Sachen, die man halt öfter gebraucht hat man immer dabei gehabt, wenn man so, also Fernverkehrstour nach Kasachstan und zurück, da warst du schon mal 6 Wochen unterwegs, ne? Da musstest du natürlich auch entsprechende Lebensmittelvorräte mitnehmen, also du hattest Konservendosen dabei, ne? Du konntest natürlich in den Ländern auch einkaufen, das war schon so, aber wie oft bist du an der Grenze festgehangen? Ne? Das war ja das von den 6 Wochen, die du da unterwegs warst ja die Hälfte immer an den Grenzen rumgestanden, ne? Bei der Grenzkontrolle, und da musstest du dich halt selbst versorgen mit Essen und so weiter, ne? Weil da gab es halt nichts weil das war den Zöllnern egal. Ja, die haben sich nicht drum Gedanken gemacht, ob du was zu essen hast, wenn sie dich 3-4 Tage warten lassen. Ne? Ja, und was ich sagen wollte, man musste sich wirklich um alles selbst kümmern, und wenn du wirklich eine Panne hattest, die du nicht selbst reparieren kann, sobald du irgendwo standst, hat sowieso der nächste Kollege angehalten, und dann hast du gefragt, ob der dir das oder das dabei hat. Ne? Und wenn es dir auch nicht dabei hat, dann hast du halt irgendwie organisiert, dass du in die Werkstatt gekommen bist. Dann meistens sind wir ja auch mit mehreren Lastwagen zusammengefahren. Meistens sind wir mit hier sind wir jetzt bei Gera. Und die Sonne ist jetzt verschwunden. Jetzt fahren wir unter der Wolkendecke da lang, die ich da vorhin erwähnt hatte. Fährst du rüber oder fährst du nicht rüber? Ja, fahr rüber, komm. Okay. Jetzt habe ich extra gewartet, damit er rüber kann, weil ich kann eh nicht so schnell dran vorbei. Und da vorne sehe ich irgendwas mit Blaulicht unterwegs auf der linken Spur. Mehrere Fahrzeuge. Justiz auf dem Büssle, auf dem Van, da stand was mit Justiz, also ein Gefangenentransport, den die da durchführen. Am ersten Moment dachte ich, ein Werttransport, weil mit diesem Transportergröße, ne? Aber nee, das war ein Gefangenentransport. Ich habe immer gedacht, Gefangenentransporte werden mit großen Bussen gefahren, aber naja. Ja, und ich sehe, ihr habt viele Kommentare geschrieben.
Ich werde die dann gleich mal beantworten. Ich halte bei Gelegenheit mal an. Aber jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich hier mich nicht verschätzt habe, hier über den Berg hoch zu überholen. Ich habe damit gerechnet, dass die da langsamer unterwegs sind, hier den Berg hoch. Und habe aber vergessen, dass ich ja Ladung dabei habe. Ja, an dem Roten kommen wir jetzt locker vorbei, der scheint hier richtig schwer zu sein. Und jetzt fahren wir rüber. Hinten dran ist einer, der ist schneller. Nee, doch nicht, der fährt auch wieder rein. Jetzt habe ich gedacht, der will mich auch noch mitnehmen hier. Aber den nehmen wir jetzt noch mit. Den komme ich noch vorbei, das ist auch ganz langsamer. Und da vorne sehe ich, da fällt jetzt die rechte Spur weg, da bleiben wir mal hier. Ja, und wer sich jetzt fragt, wo fahren wir denn hier rum, die später dazugekommenen Zuschauer, wir sind hier auf der A4 Richtung Erfurt unterwegs und gekommen sind wir von Dresden her, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Erfurt. Die Nachtfahrt habe ich aber nicht jetzt mitgenommen videomäßig, weil da sieht man ja eh nichts, weil so gute Auflösung hat das Telefon nicht, dass man da ein Video machen kann davon. Die Dashcam hat eine bessere Auflösung, die hat einen Westlichtverstärker, da sieht man mehr bei diesen Videos. Jetzt habe ich nur vergessen, den Ersatz zu nehmen. Bis ich wieder zurück bin von der Tour, hat sich die Karte überschrieben, ne, und dann sind weil das war vorhin so schön, da war so eine lange Baustelle und da war im Gegenverkehr war eine Kolonne, eine Lichterkette, die du da gesehen hast. Da haben wir gedacht, den habe aber dann vergessen, auf Video speichern zu drücken. Ne? Und die Dashcam, die wird das überschrieben haben, bis wir zurück sind. Ja, hallo. Ich habe jetzt irgendwas erfahren, dass ein Stammzuschauer jetzt hier gerade dabei ist. Ich weiß jetzt aber nicht wer. Ja, wen meinst du jetzt da? Ja, ich halte gleich mal irgendwo an und tue die Kommentare beantworten. Bleibt der Moment dran noch. Weil das ist jetzt blöd, ich kann es jetzt einfach nicht lesen von hier aus, weil die Schrift da drüben so klein ist. Jetzt fahren wir hier am Edeka hinterher. Ah, da kommt ein Parkplatz, da ziehe ich mal kurz raus. Da ziehe ich mal kurz raus und lese die Kommentare. Weil das ist gut hier, der Parkplatz, der liegt oben auf der Anhöhe hier. Da müssen wir dann nicht bergauf losfahren. Aber ich weiß, es ist blöd, wenn man was schreibt und man kriegt keine Antwort drauf. Ja, das kann ich verstehen, aber ich kann halt nicht während der Fahrt drauf eingehen. Bei dem roten Truck habe ich die Halterung woanders, da kann ich es lesen vom Fahrerplatz aus, aber hier eben nicht, weil ich hier noch das andere, das Gelände-GPS habe und die andere Kamera für die Fahrvideos.
ziehen wir nur mal kurz hier ran. Schauen wir, dass wir keinen Platz blockieren. Hier die 5 Plätze sind alle voll. Das spielt jetzt keine Rolle. Da beuge ich mich mal kurz rüber. Schauen wir mal. Ivano, hallo. Mamaretz, meinst du, soll ich noch da, oder ist die Situation im Moment schlecht? Ja, es kommt jetzt drauf an, was für Ausbildung du machen willst, ne? Und aus welchem Land du kommst, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich kenne jetzt die Vorschriften nicht, ne? Aber du kannst ja mal auf dem Konsulat nachfragen. Andreas Francisco, hallo. Schönheit, hallo. Biker-Kneipe, weiß jetzt nicht, was du meinst. Andreas, habla Español, nee, leider aber Spanisch kann ich nicht sprechen. Soy de Colombia, Andreas. Ja, Andreas, wenn ich später den Video bearbeite, wenn ich wieder im Büro bin, dann werde ich die Untertitel dazu schreiben. Besser gesagt, die Untertitel, die mache ich nicht selbst, sondern die werden dann KI generiert. Ne? Aber das geht erst, wenn der Video von YouTube zur Bearbeitung freigegeben wurde. Ne? Da tue ich dann auch immer auf Spanisch und Brasilianisch und Portugiesisch tue ich dann immer die Übersetzungen als Untertitel anklicken. Ne? Aber das geht halt jetzt hier, solange der Livestream noch läuft, leider nicht. Weil die Untertitel, die muss man erst, wenn das Video fertig bearbeitet ist von YouTube, muss man die Untertitel dann anklicken, dass die per KI generiert sind. Leider kann man das nicht als Grundeinstellung machen, dass das automatisch geht mit der Untertitelgeneration. Ich weiß nicht, warum das nicht automatisch geht. Man das jedes Mal manuell anklicken muss. Und ob es da eine KI-generierte Stimme gibt, das weiß ich jetzt auch nicht. Bei manchen Videos funktioniert das, bei manchen wieder nicht. Ob das bei Livestream geht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, du hast mich jetzt soweit einmal verstanden. Jetzt erstmal. Dann. Ja, Peter, hallo, danke. Danke, ich hoffe, du hast da einen schönen Tag heute. Was immer du auch machen musst heute. Und wenn du dich jetzt erst dazugeschaltet hast, wir sind hier auf der A4 Richtung Erfurt unterwegs. Heute fahren wir mal weiter weg als sonst üblich. Normalerweise fahre ich ja immer zwischen Skorzelec, Liberec, Kiskalipa und Görlitz-Bautzen hin und her. Ne? Weiter weg komme ich nur selten. Aber heute sind wir mal wieder im Fernverkehr unterwegs. Ja, aber das heißt, früher hätte ich das gar nicht als Fernverkehr bezeichnet. Früher, als ich noch richtig Fernverkehr gefahren habe, mit dem großen Lastwagen, da hieß es bei uns immer, Nahverkehr ist alles, was man in einer Tageslenkzeit erreichen kann, also vom Betriebshof. Ne? Und erst danach, ab der ersten Übernachtung, beginnt wirklich der Fernverkehr.
Und normalerweise bezeichne ich dann auch solche Touren noch als Nahverkehr, wenn ich mit anderen Fahrern spreche. Ne? Aber für mich persönlich ist das jetzt mal wieder eine Ferntour, weil, wie gesagt, normalerweise komme ich aus meinem Bezirk nie raus. Da ist das selten, das ist jetzt dieses Jahr, die wievielte Fernstrecke, die ich fahre, also die weiteste Fernstrecke dieses Jahr war also Spanien runter. Dann das zweitweiteste war an die holländische Grenze und ein paar Mal war ich auch in Berlin. Aber Berlin ist nicht ganz so weit weg wie von meinem Standort wie die Strecke, die wir heute fahren. Jetzt muss ich mal schauen. Ne, München 9, da wollen wir nicht hin auf die 9. Die 9 bin ich früher auch viel gefahren. Da hatte ich immer Touren zwischen Berlin und Würzburg. Da hatten wir in Berlin, da gab es eine Kaffeebude, da haben wir einen Lastzug voll Kaffee geladen und sind dann zum Aldi gefahren bei Helmstadt, glaube ich, irgendwo in der Nähe, also irgendwo im Landkreis Würzburg, da in der Nähe Würzburg war das mit dem Aldi. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das geheißen hat, die Stadt. Da war so ein Aldi-Zentrallager, da sind wir immer regelmäßig hingefahren. Ja, und das war früher, das war die Nahverkehrstour, die du gefahren hattest, wenn du vom Fernverkehr gekommen. Weil Fernverkehr damals sind wir ja Osteuropa gefahren. Ne? Aber bis jetzt hier 60, hoffentlich gegen Kontrolle. Ne, hier ist schon wieder vorbei mit 60. Und da hast du also, wenn du da 6 Wochen oder so unterwegs warst vom Fernverkehr, dann hast du eine Woche frei gehabt. Dann bist du manchmal noch eine Woche in den Nahverkehr gefahren. Es kommt immer darauf an, welche Touren zur Verfügung waren. Wenn du wieder eine Fernverkehrstour hattest, dann bist du gleich wieder auf Fernverkehr gegangen. Und manchmal hast du aber auch einen Nahverkehr dazwischen gefahren, noch ein bisschen Abwechslung reingekriegt. Oder wenn irgendein Kollege krank war, ne, da hat man dann eher die Fernverkehrstour noch eine Woche verschoben. Weil im Fernverkehr waren die Termine nicht so streng, weil du wusstest nie. Du bist von Deutschland nach Polen rübergefahren, da hast du schon einen Tag an der Grenze verbracht bis du alle Papiere abgeholt hattest, weil damals gab es ja noch Grenzen. Und dann an der ukrainischen Grenze hast du auch nochmal ein paar Tage manchmal gestanden und dann an der russischen Grenze nochmal. Ja, wie gesagt, die Hälfte Zeit von den 6 Wochen, die du unterwegs warst du an der Grenze irgendwo rumgestanden und die andere Zeit, da hast du Gas gegeben, damit du die Zeit wieder reinholst. Ne? Wenn du dann so einen Fahrtag hattest, dann bist du dann von 5 Uhr früh bis abends um 11 gefahren. Ne? Das war dann scheißegal. Aber wenn sie dich unterwegs irgendwo angehalten hatten, dann wollten die nur Schmiergeld. Die haben sich gar nicht interessiert für Tachoschreiben und so. Ne? Die sind immer gekommen, da hieß es immer Kabinenkontrolle. Ne? Das hieß, du musst jetzt aussteigen. Da hast du, je nachdem, ob es ein Beamter war oder 2, hast du entweder einen oder 2 20er auf den Fahrersitz gelegt. Ne? Und der ist dann eingestiegen, hat sich das Geld eingesteckt und hat dich weiterfahren lassen. So lief das damals ab. Ja, mit dem 20er kommst du natürlich heute nicht mehr hin. Heute verlangen die schon Huli. Aber früher, da hatte ich im Ausland, da bist du gefahren, wie gesagt, wenn du
Oder Kasachstan, da warst du ja stundenlang alleine unterwegs oft. Ne? Das ist ja ein Riesenland und hat aber weniger Einwohner. Das hat so viele Einwohner wie früher die DDR hatte, ne? So um die 17 Millionen oder so, ne? Und ist aber, was weiß ich, 5-mal so groß wie Deutschland. Ne? Da kannst du dir vorstellen, wie dünn besiedelt das Land ist. Ne? Und da denkst du kommst nie irgendwo an und jetzt hat man wieder ein kurzes Funkloch. Ne? Und ich weiß nicht, haben wir neue Kommentare jetzt dazu? Für den Fall, dass ich jetzt gerade was geschrieben habe, nachdem ich auf dem Parkplatz war und beantwortet hatte. Ich werde dann später noch mal anhalten und noch mal die Kommentare lesen. Während der Fahrt geht es gerade schlecht. Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, und damals, wo ich also da die Osteuropa-Tour gefahren habe, noch als angestellter Fahrer, wie gesagt, um alles selbst kümmern. Und auch wenn du abgeladen hattest, dir selbst die Rückladung suchen, da hast du die Speditionen da in der Gegend abgeklappert und hast gefragt und die Firmen, na, ob die irgendeine Ladung haben Richtung Westen. Na. Und nachdem ich diesen Job 2 Jahre gemacht habe, habe ich mir gesagt, also wenn ich mich schon um alles selbst kümmern muss, da kann ich auf eigene Rechnung arbeiten und da habe ich mir einen eigenen Lastwagen gekauft damals. Da hört sich jetzt einfacher an, natürlich, als es ist. Man muss natürlich da noch die Sachkundeprüfung machen und bla bla bla. Aber das ist halt wie bei der Theorie-Führerscheinprüfung, da musst du halt lernen. Da gibt es beim Vogelverlag Fachbuch zu kaufen, ne? Und da musst du halt alles lernen, was in dem Fachbuch steht. Und wenn man da an der Grenze war und 2-3 Tage rumgestanden ist und nichts zu tun hatte, weil man darauf gewartet hat, dass es vorne dran mal weitergeht, dass man auf den Grenzhof endlich auf den Zollhof einfahren kann, da hatte man ja Zeit zu lesen. Da war das kein Problem, so Sachen zu lernen. Später habe ich dann noch diese gute Ausbildung gemacht, als mein Betrieb immer größer wurde, habe ich dann noch meinen Speditionskaufmann dazu gemacht. Also faul war man nicht die letzten 30 Jahre. Und jetzt habe ich gedacht, da war mein Lastwagen gerade entgegengekommen. Hast du den gesehen, den grünen Laster mit dem Anhänger und der roten Plane oben drauf? Aber ich weiß, dass hier keiner rumfährt, von denen, die da in Frage kämen. Es sollte hier keiner in der Richtung unterwegs. So, und jetzt gib Gas, sonst muss ich dich überholen. Jetzt komme ich gerade nicht auf die linke Spur raus, weil da so viel Verkehr ist. Ich könnte noch einen Ticken schneller fahren, ne, aber kann ich nicht, weil ich den vor mir habe. Ja, und jetzt ist er schon wieder so schnell, dass es beim Überholen zu lange dauern wird. Ja, da ist auch so viel Verkehr jetzt links. Da lasse ich das mal bleiben. Jetzt trinke ich noch einen Schluck von meinem Kaffee, bevor er kalt wird. Und jetzt schauen wir mal, ich sehe gerade da vorne die Windräder, die bewegen sich kaum. Das heißt, Wind haben wir keinen. Deshalb hängt hier auch die Wolkendecke.
Weil ich bin ja vorhin aus einem Teil gekommen, da waren keine Wolken. Da habe ich in der Ferne die Wolkendecke genial abgetrennt, ne? Einen Millimeter bewegt. Die hängt halt jetzt hier, ne? Aber solange es nicht regnet, aber selbst wenn es regnet, wäre es mir egal, ich sitze ja im Trocknen. Und später, wo ich da mal kurz aussteigen muss, da bin ich dann auch in der Halle. Weil das ist so eine Ladestraße, so eine überdachte, da muss ich auch nicht raus ins Nasse, wenn es wirklich regnen würde. Ja, was wollte ich jetzt noch alles erzählen? Jetzt habe ich ein bisschen der Faden verloren, weil ich eine Pause machen musste nach diesem Funkloch da. Und ich bin ja einer, der, wenn er am Erzählen ist, von einem ins nächste kommt, weil während dem Erzählen fällt mir das eine oder andere ein und da ist dann dieser Erzählfluss so. Das habe ich damals bei meinem der Kollege aus Niederbayern, ja, ist auch dabei, hallo. Ja, verkehrsmäßig läuft es hier gut. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich bin hier auch die Baustellen, die jetzt hier unterwegs waren, bin ich gut durchgekommen, war kein Stau, nichts, obwohl zwar viel Verkehr unterwegs ist, aber noch kein Stau gehabt, es ist alles flüssig vorangegangen. Ich verstehe nur nicht, warum der mit seiner Seifenkiste hier auf der rechten Spur bleibt. Ah, der will vielleicht da vorne die Abfahrt nehmen. Jetzt muss ich aufpassen, hier müssen wir noch nicht raus. Ach, und die tun jetzt hier die Straße sauber machen. Jetzt sind wir hier bei Jena. Wem das was sagt, Jena. Das sind ja die Carl-Zeiss-Werke, aber da fahren wir heute nicht hin. Carl Zeiss Jena, das ist nicht unser Ziel. Ich wollte es jetzt nur nebenbei erwähnen, hier, dass es das hier gibt. Skonto Möbel sofort. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, der Rote vor uns, der fährt jetzt hier auch raus an der Ausfahrt. Ist aber nicht so. Weil wenn ich darf jetzt nicht links rüber, weil hier ist jetzt Überholverbot. Aber warum der mit seiner Seifenkiste hier dazwischen rumfährt, das weiß ich jetzt nicht. Ah, hier fährt der jetzt raus, deshalb. Und jetzt wird es gleich kurz abreißen, die Verbindung. Wir sind im Tunnel. Ich weiß nicht, ob im Tunnel jetzt die Verbindung noch aufrecht bleibt. Eigenartigerweise schon. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier im Tunnel die Verbindung abreißt. Ne? Draußen auf freier Strecke war jetzt die Verbindung zweimal kurz weg. Ne? Aber hier im Tunnel ist die Verbindung komisch. Hier im Tunnel hat man bessere Verbindung wie draußen. So, da vorne kommt dann gleich der nächste wahrscheinlich. Ich glaube, hier kommt noch ein Tunnel. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich fahre die Strecke nicht allzu oft hier.
Ja, und ich begrüße alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Und diejenigen, die noch nicht Stammzuschauer sind von mir, die können jetzt gleich mal den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr öfter mal so Strecken mitfahren. Und bei diesem Video den Like nicht vergessen. Ja, warum bremst ihr jetzt bergauf? Jetzt kommt gleich noch so ein Tunnel. Und jetzt fahren wir deutlich langsamer als die erlaubten 60. Ja, da haben die wieder was gelesen von Radarkontrolle und deshalb fahren sie jetzt nur 45 statt 60. Ja, man muss also nicht so deutlich drunter bleiben, wenn da Radarkontrolle steht und sind 60 erlaubt, braucht man nicht 45 fahren. Dann kann man ruhig laut Tacho 60 fahren, weil wenn beim Truck sind zwar die Tachos geeicht, ne, aber du darfst ja das Limit ausnutzen. Bei einer Seifenkiste, da zeigt der Tacho ohnehin immer mehr an, als man tatsächlich fährt. Ja, und Seifenkisten sind alle Fahrzeuge, die hier, oder ist es Feld 4 jedenfalls im Fahrzeugschein, die Nordpol, das sind richtige Fahrzeuge. Wer ein M wie Martha drinstehen hat, der fährt eine Seifenkiste. Jetzt waren 80, jetzt sind wieder 60, also wer sich das einfallen lässt. Ja. Aber jetzt fahren sie auch tatsächlich 60. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Dass man hier tatsächlich 60 fährt, wenn 60 erlaubt sind. Eine Baustelle. Ich kann jetzt von meinem Platz aus hier leicht links an den Lastwagen vor mir vorbei spekulieren, aber ich sehe noch keine Baustelle. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Das werden die wo wir vorhin dran vorbeigefahren sind, die Kehrmaschinen, die werden hier dann den Tunnel kehren. Da haben die hier das schon die Warnschilder eingeschaltet, aber die Kehrmaschine, die fährt ja noch hinter mir. Da sind wir vorhin dran vorbei. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, durch den Tunnel durchzukommen, ohne dass die Verbindung abreißt. Da haben die wohl im Tunnel auch einen Sender, weil anders geht das ja gar nicht. So, und jetzt ziehe ich mal raus hier. Und bergauf bin ich jetzt doch ein klein wenig im Vorteil im Vergleich zu den Großen hier. Da kann ich ein bisschen besser ziehen. Wenn es auch nicht perfekt ist.
Jetzt haben wir die Höchstgeschwindigkeit noch nicht erreicht. Und hier kommt die Ausfahrt Bucha. Ausfahrt Nummer 52 auf der A4. Wer sich hier auskennt, kann das ja mal schreiben. Und ich habe jetzt bis zu meinem Fahrziel noch 90 Kilometer laut GPS. Auch ein Ukrainer, der Kleinlastwagen hier ist ein Ukrainer, der hat auch eine ziemlich lange Fahrstrecke unterwegs schon. Aber der wird natürlich nicht den ganzen Weg da gefahren sein, der wird wohl irgendwo an der polnischen Grenze zwischen Polen und Deutschland irgendwo übernachtet haben. Weil durch Polen durchfährt er ja schon am Tag. Da ist der wahrscheinlich auch so wie wir heute früh losgefahren. So. Weimar sind es noch 23 Kilometer, Erfurt 38, Frankfurt 283, aber so weit fahren wir nicht. Frankfurt am Main fahren wir heute nicht. So weit sind wir dann auch nicht unterwegs. So, und den nehme ich jetzt hier mit. Felcololongo, das heißt, der kommt irgendwo aus Italien, ich glaube Italien oder Spanien haben die, glaube ich, das auch. HVL, also ich meine, er hat, ja, der LKW ist zwar in Deutsch, aber die Schilder hat er auf, ich glaube Italienisch war das jetzt, der wird wohl aus Italien kommen, oder besser gesagt öfter nach Italien fahren, deshalb hat er da die Schilder auf Italienisch stehen. Warum der Gärtner hier ein Schild dran hat, Lang-LKW, obwohl es nur ein normaler Sattelzug ist, das verstehe ich jetzt auch nicht. Muss man die Schilder nicht wegmachen? Ich meine, wenn der jetzt normalerweise das zweite Fahrzeug hinter einem langen LKW ist, also gibt ja diese Kombination, wo das erste ein kurzer ist und das zweite dann ein Auflieger, ne? Also so ein normaler LKW, so ein Dreiachser wie der da und dann noch ein Dolly hinten dran und den Auflieger. Und dann wäre das ein langer LKW, aber ich habe immer gedacht, man muss die Schilder dann abmachen, wenn man nicht als lang LKW unterwegs ist. Weil das scheint hier aufgeklebt zu sein. Ja, dann müsste man es zumindest irgendwie durchstreichen oder was, ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gefahren mit den langen LKWs. Weil ich weiß, alle anderen Schilder wie Tier oder die Gefahrgutschilder, die musst du wegmachen, wenn du die entsprechende Ladung nicht fährst. Oder zumindest abdecken. Wobei beim Tierschild reicht es, wenn du so ein Gummi drüber ziehst, ne, das, wer es schon mal gesehen hat von euch, da hat man so einen schwarzen Gummi, den man von links nach rechts drüber zieht. Das geht beim Tier, aber beim Gefahrgutschild ist das nicht erlaubt. Das muss eingeklappt, das muss also klappbar sein. Weil beim Unfall könnte ja sein, dass der Gummi runterfällt oder abreißt unterwegs. Und dann die Feuerwehr dann denkt, da ist Gefahrgut drauf, obwohl es nicht drauf ist. Deshalb müssen die Gefahrgutschilder dann eingeklappt werden, wenn sie nicht benutzt werden. Also wenn man nicht mit Gefahrgut fährt. Und jetzt habe ich irgendwie einen Frosch im Hals.
aus Thüringer Kloswelt. Hier gibt es also ein Knödelmuseum. Thüringer Klöße. Wofür es alles Museen gibt. Ne? Ich komme jetzt nicht raus hier, weil der Verkehr ist. Glockenstadt Apolda. Werden denn noch Glocken produziert heutzutage? Gibt es das noch? Manufakturen oder so, oder die Glocken produzieren? Ich meine jetzt so große Kirchenglocken, sowas in der Richtung. Wenn klein und wieder muss mal eine ersetzt werden, na, aber so viele Kirchen werden ja heutzutage nicht gebaut. Und die kleinen Glocken, die man so hat, die werden ja wahrscheinlich industriell produziert. So diese Weihnachtsglöckchen und das ganze Zeug. Ne? Aber was hier jetzt gemeint ist, mit Glocken, da Bericht sehen davon, dass das gar nicht so einfach ist, so eine große Kirchenglocke produzieren. Und wenn man da irgendwie nicht aufpasst, der kleinste Fehler und dann klingt die nicht richtig, wie sie soll, dann ist die ganze Arbeit für die Katz. Der lässt es aber laufen jetzt hier. Ja, der hat jetzt da bergab nicht gebremst und da hat er gemeint, er könnte jetzt hier an alles vorbei schießen. Ne? Dann hat es jetzt doch nicht so geklappt. Gehören die irgendwie zusammen, die beiden, da mit den Staplern hinten dran? Sieht zumindest so aus, ne? Könnte man den Eindruck haben, dass die von der gleichen Firma sind. Deshalb wollte er unbedingt da dran vorbei, damit er hinter seinem Kollegen herfährt. Ja, früher im Fernverkehr sind wir ja einmal mit mehreren Fahrzeugen gefahren. Also wenn wir jetzt so Russland gefahren sind oder Kasachstan und so meinte ich, das richtige Fernverkehr, da ist man nie alleine gefahren, sondern da hat man immer organisiert, dass die Ladungen so sind, dass man mit mehreren, so 2, 3 LKWs ungefähr dieselbe Richtung gefahren ist und sich dann nur erst vor dem Endziel aufgeteilt hat, damit man sich gegenseitig helfen kann, wenn man unterwegs eine Panne hatte und so weiter. Und man hat sich natürlich auch unterwegs anderen deutschen Fahrern angeschlossen, die auch die Richtung gefahren sind. Na, damals gab es diesen Futterneid noch nicht. Man hat hier auch, da kommt noch ein dritter mit dem Stapler. Man hat damals auch als Spedition noch mit anderen Speditionen zusammengearbeitet. Ach guck, und auf dem Parkplatz, da steht noch so einer von dieser Firma mit dem Stapler hinten dran. Und da hat man also mit anderen Speditionen zusammengearbeitet. Ne? Ich kann mich erinnern, als ich damals meinen eigenen Laster hatte, da habe ich auch beim ehemaligen Chef mal Touren bekommen, weil er gesagt hat, du Herr, ich hab da eine Ladung, da bräuchte ich 4 Laster, ich habe jetzt aber gerade 2 frei, hast du nicht auch noch 2, wo wir zusammenfahren können, ne, und so weiter.
Das hat man damals gemacht, in den 90er Jahren war das noch so. Ne? Während heute, da stechen sie sich ja die Augen aus gegenseitig, ne? Da hilft keiner mehr dem anderen. Dieser Futterneid, den gab es damals noch nicht. Ja, und wie gesagt, da sind wir halt dann auch immer im Konvoi gefahren. Damit man sich gegenseitig helfen kann und damit man auch, für einen Fahrer war es auch gut, weil wenn du in einem Land unterwegs bist, wo du die Sprache nicht verstehst, dann kannst du ja kein Radio hören, kein Fernsehen schauen, nichts, weil du verstehst ja nichts. Und das sind also die Kollegen am Funk, mit denen man tratschen kann, die einzige Unterhaltung, die man hat. Ne? Und das ist schon wichtig, wenn man da 6 Wochen am Stück unterwegs ist, ne? Dass man auch mal mit jemandem sprechen kann. Wir hatten ja einen Kollegen dabei, den haben wir immer Radio Würzburg genannt. Weil wenn du den am Funk hattest, das war wirklich wie wenn du ein Radio einschaltest, weil bei dem ging es in einer Tour, bla 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 bla. Und da konntest du nur schwer antworten, weil der kaum Luft geholt hat beim Sprechen. Ne? Da war es schwierig, da mal dazwischen zu kommen. Ne? Und der hat aber, das war aber so ein Kollege, das war damals einer von den älteren Fahrern, die noch Nahe Osten gefahren sind in die 80er Jahre, 70er, 80er Jahre, da war Nahe Osten, also so Iran und so weiter, sind die gefahren, ne, die Kerle damals. Als ich angefangen habe mit Fernverkehr, da war das schon out, da war halt Osteuropa angesagt. Ne. Und der hat da immer viele Geschichten zu erzählen gehabt, wo sie überall waren und so. Und der kannte ja alle Rasthöfe, alle Imbisse, alle. Ja, das war einer, der ist auch schon 30, 40 Jahre gefahren, ja, 30 Jahre war es damals. Und wenn du mit dem irgendwo hingefahren bist, der hat gesagt, da müssen wir jetzt rausfahren, weil da kommt eine Kneipe, da kann man gut essen und billig essen. Ne? Da sind wir von der Autobahn runter, da sind wir, was weiß ich, noch 15 Kilometer Landstraße gefahren, da haben wir gesagt, wann kommt denn deine Kneipe endlich? Ja, warte, fahren wir noch, das kommt gleich. Ne? Das ist nicht weit, also so 15 Kilometer ist bei dem nicht weit. Das ist gleich neben der Autobahn nach seiner, ja, wenn man jahrelang Fernverkehr fährt, dann hat man ein anderes Entfernungsgefühl. Ne? Das geht mir ja auch so, wenn ich da mal mit Leuten spreche, die nicht beruflich fahren, sondern nur halt so mal in der Nachbarort fahren, weil sie in der Nachbarort arbeiten. Ne? Wenn die dann mal nach Dresden fahren, ne? Von Görlitz aus nach Dresden, dann ist das für die schon eine lange Fahrt. Ne? Da fährt man 1,5 Stunden. Ne? Je nach Verkehrsaufkommen kann man es auch schneller schaffen. Ne? Mit dem Privatauto vor allem. Ne? Aber das ist für mich gar nichts so Dresden. Das ist für mich nicht erwähnenswert, nach Dresden zu fahren. Ne? So 100 Kilometer oder 120 Kilometer, das ist ja nichts. Ne? Aber das für andere Leute ist das schon, wow, ich war in Dresden. Ne? Ja, ne? Wenn ich mal eben nach Dortmund und zurück an Liebdach war. Ne? Oder nach Hamburg und zurück an Liebdach. Das hatte ich auch schon, aber letztes Jahr. Was? Ja, hallo an alle neu dazugekommenen. Ja. Wir sind ja auf der A4 unterwegs Richtung Erfurt. Und allzu lang werde ich den Livestream jetzt auch nicht mehr machen, weil wir sind bald. Ja, ganz so bald nicht am Ziel. Hier sind wir jetzt bei Weimar, also da rechts geht es nach Weimar. Weimar Republik fällt da immer als erster ein. Ne? Ich habe mal auf Google Maps geguckt, was es in Weimar irgendwie so
Sehenswürdigkeiten gab. So habe gedacht, da gäbe es halt sowas wie ein Reichstag oder so oder irgendwie so ein Parlamentsgebäude oder so. Ne? Das stimmt aber gar nicht. Es hieß zwar Weimarer Republik, aber auch in der Weimarer Republik war die Hauptstadt Berlin. Und da links ist eine Bundeswehrkolonne unterwegs. Ja, so. Das sind jetzt allerdings die neuen MAN, die hier haben. Aber sowas habe ich früher auch gemacht in meiner Wehrdienstzeit. Habe auch so einen Mann gefahren da. Allerdings waren unsere damals nicht in Schecktarn, sondern in Gelb-Oliv hieß die Farbe. Gelb-Oliv. Einfarbig. Ja, das mit den Tarndingern, das kam dann erst später. Mit den Tarnfarben. Aber früher, da hat es. Und ich kann mich erinnern, bei der Fahrschule im Bund, da hat man noch Magirus Jupiter. Hier haben wir eine Totaltanke, ich kann jetzt die Preise aber nicht sehen. Das finde ich in Frankreich. Hallo zusammen. Das ist in Frankreich ist das gut, das siehst du auf der Autobahn so Schilder, wo dann die Preise an den Tankstellen, an der nächsten Tankstelle angeschrieben sind und an der nächsten und an der übernächsten. Da kannst du vergleichen, kannst du entscheiden, fahre ich jetzt hier raus oder fahre ich noch ein Stück weiter. Ne? Sofern du nicht bis zum letzten Tropfen fährst und unbedingt raus musst. Ne? Aber das mache ich normalerweise nie. Ich fahre immer so, dass ich, wenn er bei Viertels ist, dann halt die Ausschau nach einer Tanke, weil dann kann ich mir aussuchen, welche ich nehme. Wenn mir ihnen zu teuer ist, dann sage ich, nee, da fahre ich noch ein Stück weiter, ne? Bis eine billigere kommt. Und heute auf der Tour, wo wir jetzt heute fahren, da tanke ich heute überhaupt nicht, weil ich habe gestern vollgetankt noch und da fahren wir jetzt dorthin und wieder zurück. Da fahren wir jetzt dorthin und wieder zurück. Und da tanken wir dann erst wieder ins Gorscheletsch, wenn wir zurück sind. Ah gut, ich wollte ja nichts von uns. Das hätten wir jetzt gerade noch gefehlt. Jetzt wenn ich jetzt dann anhalte, dann lese ich mal schnell die Kommentare. Dann lese ich mal schnell noch die Kommentare durch und muss beantworten, weil während der Fahrt ist das jetzt nicht. Weil ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Ich habe ja vorhin schon mal kurz am Parkplatz angehalten und ein paar Kommentare gelesen. Und alle, die danach geschrieben haben, die werde ich noch beantworten. Bleibt kurz dran. Noch ein Stück bis zum nächsten Rasthof werden wir noch fahren. So, die überholen sich jetzt hier gegenseitig. Ne, die überholen einen anderen. Boah, und jetzt musste ich vom Gas gehen, verdammt. Jetzt habe ich auch Schwung verloren.
so dicht wie die drei da hintereinander fahren, also das gefällt mir auch nicht. Ich habe das mal gesehen, da waren auch 4 LKWs von einer Firma und da war wohl ein Stau oder was und der erste hat gebremst und die anderen 3 sind aufgefahren. Da habe ich mir auch noch gedacht, na, da wird der Chef auch im Dreieck springen, wenn sie ihm das erklären. Ne? Weil das gibt ja dann Probleme mit der Versicherung, wenn der Unfall mit den eigenen Fahrzeugen, ich weiß gar nicht, ob da die Versicherung dann überhaupt bezahlt oder ob er die dann selbst den Schaden übernehmen muss. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich habe das mal unterwegs auf der Autobahn gesehen, da sind also 4 LKWs von einer und derselben Spedition ineinander gefahren. Aber weil sie so wie die da jetzt mit nur 5 Meter Abstand hintereinander herfahren. Ne? Und das geht halt nicht. Es gibt ja dieses Platooning-System, da brauchst du aber teilautonomes Fahren, um das machen zu können. Da können dann die fahren dann einer im Windschatten des anderen hinterher, so mit ganz wenig Abstand. Und die sind aber über Funksignal miteinander gekoppelt und die fahren alle, also teilautonom, das heißt der Tempomat, der steuert den LKW automatisch und das erste Fahrzeug in diesem Platoon, der übernimmt die Steuerung, wenn der Gas gibt, geben alle anderen Gas und wenn der bremst, bremsen die anderen gleichzeitig mit. Das ist dann wie ein Fahrzeug. Und das gab es aber damals noch nicht. Ich meine, den Unfall, wo ich da gesehen habe, das ist auch schon 20 Jahre her. Ne? Da gab es noch kein teilautonomes Fahren. Und ich stelle mir das aber total schwierig vor, wenn du jetzt als Fahrer in so einem Fahrzeug drin sitzt, das automatisch fährt, ne? Und du sitzt auf dem Fahrerplatz und hast 2 Meter vor dir die Wand von dem Vorausfahrenden. Das geht doch total auf die Nerven, ne? Weil du siehst ja nicht, wo du hinfährst. Ne? Also ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht so bei diesem teilautonomen Fahren. Wenn ich nicht selbst die Kontrolle habe, dann so dicht. Und selbst auch wenn ich selbst die Kontrolle habe, kann ich nicht so dicht auffahren. Ne? Ich muss immer so fahren, dass ich links dran vorbeischauen kann, was weiter vorne passiert. Ne? Und hier kommt jetzt ein Parkplatz, da fahre ich jetzt mal raus und lese die Kommentare und dann beenden wir den Livestream auch, weil mir wird langsam der Mund trocken vom vielen Reden. So, noch 500 Meter. Hier hat man eine schöne Übersicht über die Landschaft, wenn jetzt da nicht das Fahrzeug vor uns wäre. Und es sieht jetzt also aus, als ob wir heute schönes Wetter kriegen, schön sonnig. Haben wir einen Platz. Hoffentlich haben wir einen Platz. Die stehen ja alle schon so. Da wäre jetzt einer gewesen, da kommen wir aber nicht rein. Von hinten, von links. Wir machen das so, wir stellen uns hier quer. Jetzt wenn ich da links gefahren wäre, hätte ich auch da drüben anhalten können. Jetzt stellen wir uns mal kurz hierher. Blockieren wir auch mal ein paar Seifenkistenparkplätze, aber das ist mir jetzt egal. So, jetzt schauen wir mal. Andreas, den hat man schon bis dahin. Schönheit, hallo. Peter, gute Fahrt, danke.
Jan, hallo. Und Weine, hallo. Bülent, du bist es aus Bayern, ja. Vera Schönle, Jan, hallo. Und Tobi, hallo. Eine Nachricht wurde zensiert von YouTube, da kann ich jetzt nicht sagen, was das ist. Miguel, hallo. Nguyen, hallo. Ümit Duman, nein, gibt es hier nicht auf diesem Parkplatz. Ja, und dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart jetzt die Zeit. Und wenn ihr wieder mal mitfahren wollt, wenn ihr mal so Sachen, so eine Tour sehen wollt, dann könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das nicht. Und ansonsten würde es mich auch freuen, wenn ihr mal die anderen Videos auf meinem Kanal schaut, in den verschiedenen Playlisten und so weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Fahrt mal wieder mit. Und tschüss. Ja, jetzt möchte ich beenden.